Ich hatte ständig verloren, bevor ich diese verlustlose Strategie ausprobierte. Sie half mir, mein erstes großes Geld zu verdienen, meine schrecklichen Arbeit zu kündigen, mich dem Handel zu widmen und mein Traumleben zu leben. Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine Handelsstrategie für binäre Optionen. Wie ihr wisst, handle ich nicht nur mit einer einzigen Strategie. Meine Wahl der Strategie hängt vom Markt ab und davon, was im Moment funktioniert. Viele Handelssituationen bringen mehr Gewinn, deshalb zeige ich heute eine Strategie, die auf dem Indikator Moving Average basiert. Es handelt sich um eine einfache Mittellinie. Wir fügen zuerst den Indikator hinzu, dann werden wir versuchen, ein paar tausend Dollar mit der Strategie zu verdienen. Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, werden Sie meinen Denkprozess bei der Analyse und dem Abschluss eines Geschäfts verstehen und das neue Wissen in Praxis anwenden können. Schauen wir uns ein kurzes Video über den Indikator an, mit dem wir heute handeln werden, und dann werden wir den Indikator einstellen. Nun zu den Einstellungen des Indikators. Heute werden wir zwei Mittellinien hinzufügen. Suchen Sie links oben im Indikatorenmenü den Moving Average und klicken Sie zweimal darauf. Hier sind die Einstellungen. Die Periode der ersten Linie ist 12. Sie wird weiß und 2 Pixel dick sein. Die Periode des zweiten ist 25. Hier, wir machen ihn sehr dick, etwa 4 Pixel. Und die Farbe ist rot oder schwarz, damit sich die beiden Indikatoren unterscheiden. Jetzt haben wir diese beiden Mittellinien. Wie Sie wissen, bedeuten ihre Kreuzungen Signale für uns. Aber im heutigen Video werden wir nicht nur Signale für diesen Kreuzungen verwenden, sondern auch Signale von Kerzenmustern. Dieser Indikator zeigt uns periodensteigende und fallende Bewegungen an. Nur damit Sie es verstehen, nachdem eine Kreuzung einen Trendwechsel bestätigt, steigend wie hier zum Beispiel und fallend wie hier, beginnt eine aktive Trendphase. Kerzenmuster funktionieren während dieser aktiven Phasen sehr gut. Doji-Kerzen, Hämmerchen oder Grabsteine, das sind diese Kerzen mit kleinen Kürbeln, wie hier, und langen Schatten. Wir suchen nach dieser Art von Kerze bei einem steigenden Trend und nach dieser Art von Kerze mit einem aufsteigenden Schatten bei einem fallenden Trend. Sie sind ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in den Markt. Das war's mit der Theorie. Kommen wir in Praxis. Ich hoffe, es ist alles klar genug. Leider haben wir die erste profitable Situation verpasst. Lassen Sie uns jetzt mit einem 500 $ Geschäft einsteigen. Die Kerze hat ihre Bildung abgeschlossen und sehen Sie, das ist die Situation, von der ich gesprochen habe. Ein steigender Trend wurde bestätigt. Die Kreuzung dieser beiden Linien sagt uns über einen neuen steigenden Trend auf dem Markt, und hier sehen wir diese Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Abwärtsschatten. Dies deutet auf eine starke Präsenz der Käufer auf dem Markt hin. Danach schließt die nächste Kerze im grünen Bereich. Wenn wir also sofort ein Geschäft für einen Anstieg machen würden, würden wir wahrscheinlich einen Gewinn erzielen. Da wir dieses Signal aber erst jetzt entdeckt haben, sind wir erst etwas später nach der großen steigenden Kerze eingestiegen. Insgesamt muss das Geschäft sicher schließen, sodass wir nach der nächsten Handelssituation Ausschau halten werden. Wir bekommen den ersten Gewinn, weiter geht's. Wir haben die zweite Handelssituation gefunden, die ist ganz anders. In diesem Video werden wir verschiedene Kerzenmuster verwenden, die auf eine schöne Trendfortsetzung hinweisen. Im Moment gibt es einen steigenden Trend. Hier ist die letzte Kreuzung für einen Anstieg, etwa hier, und hier, lassen Sie uns heranzoomen, bildet sich ein Muster namens Bullish Verschlungen oder Engulfing. Es bildet sich auch in der Nähe der roten Trendlinie mit einer Periode von 25. Es ist also ein schönes Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Dieses Muster besteht aus einer roten Kerze und einer grünen Kerze
dem mittleren Wachstum die vorherige Kerze überdeckt. Aus diesem Grund wird das Muster Engulfing oder Verschlungen genannt, da die grüne Kerze die rote Kerze gewissermaßen verschlungt. Hier ist das Gegenteil der Fall. Wir eröffnen ein Geschäft zur Senkung. Eine ganz normale Situation, die der ersten annähert, aber andersherum. Hier ist der Abwärtstrend, die letzte Kreuzung war hier und gerade jetzt bildet sich eine grüne Kerze, auf die wir achten. Es handelt sich um eine Doji-Kerze oder Hammer, Trappsteine, wie auch immer man sie nennt. Der Schatten der Kerze ist ziemlich groß. Der Körper der Kerze könnte noch kleiner sein, das wäre perfekt, aber auch das funktioniert für uns. Wie auch immer, der Markt bewegt sich derzeit in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht wird der Preis eine Attraktion von der Mittellinie bekommen. Lassen Sie uns nicht überstürzen und einfach abwarten. Und beobachten natürlich. Ich werde dieses Geschäft nicht kompensieren, suchen wir uns einfach eine andere Handelssituation. Hier werden wir wahrscheinlich nicht das Muster bekommen, das wir wollten. Wenn es trotzdem aufläuft, kommen wir auf dieses Währungspaar zurück. Ich werde es als Favorit markieren, damit wir schnell darauf zurückkommen können. Aber jetzt wollen wir erst einmal ein ähnliches Muster für ein anderes Währungspaar finden. Ich bin sicher, es wird funktionieren. Wir beobachten die Formation dieser Kerze sorgfältig, wenn sie gleich bleibt und den winzigen Kerzenkörper und den langen aufwärts gerichteten Schatten zusammen mit der Mittellinie hinterlässt, erhalten wir ein gutes Signal für einen Abstieg. Diesmal machen wir ein $1000 Geschäft, da wir bei dem vorherigen Geschäft $500 verloren haben, also müssen wir diesen Verlust jetzt zurückholen. Um nicht mehrere Geschäfte zu eröffnen, machen wir ein Geschäft mit einem verdoppelten Betrag. Hier haben wir also einen Abwärtstrend. Das Muster, von dem ich gesprochen habe, ist erschienen. Eine sehr gute Abwärtsschatten, warten wir einfach auf das Ergebnis. Heute handeln wir mit großen einminütigen Deals. Daher ist der Kerzenzeitrahmen auch eine Minute ist. Ja, der Markt ist bei diesem Währungspaar nicht wirklich volatil. Wir hatten Glück, unser Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Diese winzige rote Kerze brachte uns einen Gewinn und glich unseren vorherigen Verlust aus. Diese Situation war nicht wirklich zuversichtlich, aber der Markt fehlt weiter. Also, weiter geht's. Also, Freunde, steigen wir wieder in den Markt ein. Es bildet sich eine ähnliche Situation, aber die Kerze ist etwas kleiner. Sie hat einen kleinen Körper und einen langen aufwärts gerichteten Schatten. Hier ist die Kerze. Wir mussten gleich danach ein Geschäft zur Senkung angehen. Wir haben das Signal jedoch erst etwas später gesehen. Also steigen wir ein, wenn wir können. Der letzte Übergang bestätigt den Abwärtstrend. Alles läuft nach unserer Strategie. Warten wir das Ergebnis ab. Diesmal fehlt das Geschäft großartig und zuversichtlich. Auch die nächste Kerze bildet sich ebenfalls in Rot. Wir machen also weiter. Wir machen ein weiteres Geschäft für einen Anstieg. Diesmal ist das Muster Engulfing oder Verschlungen. Der Trend ist steigend. Eine solche Korrektur mit dieser roten Kerze hat stattgefunden und dann verschlingt die grüne Kerze den gesamten vorherigen Rückgang. Das Muster verschlungen tritt bei einem steigenden Trend auf. Was bedeutet, dass das Muster steigend ist? Also ist unser Geschäft für diese Wachstumsfortsetzung. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass man nie gegen den Trend handelt. Das ist sehr wichtig, wenn Sie ein Anfänger sind, da der Handel gegen den Trend höhere Risiken mit sich bringt. Natürlich werden Sie mit dieser Strategie keine 90% Gewinnrate erzielen, aber die brauchen Sie auch nicht. Erfolgreich profitables Handeln fordert eine Gewinnrate von 55-60% gewartet haben, Sie die problemlos erreichen können. Leider bringt uns diese Deal nicht das Ergebnis, auf das wir gewartet haben. Wir hoffen, dass der Markt jetzt nicht eine Seitwärtsbewegung gerät und weiter steigt. Wir brauchen nur eine winzige Reaktion von dieser nächsten Mittellinie und alles wird gut sein. Warten wir jetzt und beobachten.
Wir haben heute großes Glück. Wir bekommen $870 Nettogewinn und da wir zuvor $500 verloren haben, beträgt unser Nettogewinn $370. Das Muster, über das wir gesprochen haben, bildet sich hier Hammer. Es ist eine Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Abwärtsschatten. Also mache ich einen weiteren Deal, der kurz hat aus die Chance von dieser weißen Mittellinie abzuprallen und eine Reaktion zu erhalten. Der Trend ist steigend. Wir handeln aufsteigend und warten auf das Ergebnis ab. Also, das Geschäft ist unglaublich zuversichtlich. Ein weiterer Gewinn von 435 für uns. Schauen Sie sich die schöne grüne Kerze an, die uns die Möglichkeit gab zu verdienen. Also, wir haben heute ohne Probleme $2.500 in nur 10 Minuten verdient. Wenn Sie das gleiche wollen, können Sie meine Geschäfte wiederholen. Ich poste alle meine kostenlosen Signale auf meinem Telegram-Kanal. Der Link ist im angehefteten Kommentar. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handel. Tschüssi, bis bald.